Wow, das war der 3 Tage Rescue-Kurs bei Packraft Europe. Und Laura, was sagst du, die Erfahrung? Ja, es war krass, also auf jeden Fall über die Grenzen gegangen, aufgeschiffte Knie. Ja. Ich glaube, jeder Muskel tut einem weh. Man hat mal wieder die Power von Wasser kennengelernt. Es war sehr, sehr lehrreich und auf jeden Fall was für seine persönliche Grenze auch. Also wahnsinnig viel gelernt in den 3 Tagen, so viel Stuff, unglaublich. So viele lustige, so viele ernsthafte Situationen nachgestellt. Das kann man sich gar nicht in Worte fassen. Auf jeden Fall sind wir jetzt fix und fertig. Ihr schaut es euch an, was wir da die 3 Tage alles erlebt haben. Und wir machen hier mit den Great Guys von dem Kurs jetzt noch ein Genau! Und euch heißt jetzt Film ab. Oh yeah. See you. On this wave. Yeah, well, come on, you gotta go. Sorry, I'm not in there. And you smashed it. Well done, everybody. Nice work. Cool. Unser erster Tag im Rescue-Kurs startet aber erstmal mit jeder Menge Theorie. Die Packrafts bleiben im Rucksack und wir dürften die Schulbank drücken. Unser Rescue 3 Instructor Seon erklärt uns die wesentlichen Punkte in den Themengebieten Sicherheitsausrüstung, Strömungslehre, Notfallequipment, Wildwasserklassen und diverse Bergungstechniken. So yeah, you're completely right. You know, we've got some waves in class 2, we've got some whitewater in class 2. If you can only throw 15 meters, do you need a 30-meter throwback? No. But it's a solid helmet. Take a look at that. Just look on the inside of it. A knife. Yeah, small one. It's a bushcraft knife. There's a saying in the military: 2 is 1, 1 is none. So I've actually effectively now got 2 knives with me, my river knife and this knife. A 5-meter sling and our throw bag. Now that equates to our personal rescue equipment. Okay? Das war der Theorieteil. Jetzt geht's los. Haben wir ein bisschen viel Wasser hier. Aber Seon meint, dass es gut so für die Übung ist. Also sind wir mal gespannt, wie das so wird. Looking where you're going, you're looking downstream. Obviously, downstream in this scenario is actually back upstream. Während Tom sich jetzt auf richtig Action freut, geht mir beim Anblick unserer Übungsstelle ehrlich gesagt so langsam die Düse. Es regnet seit Tagen durch und bei diesem Pegel zeigt die Lammer, was sie so drauf hat. Erste Übung, passives und aggressives Schwimmen durch diese Stromschnelle. Was bei den anderen so easy aussieht, weiß ich, wird bei mir mit gefühlt nur halber Körpergröße und halber Kraft eine echte Challenge. Aber man weiß nie, was man kann, bevor man es versucht. Und der Teamsupport ist einfach super. Jawohl! Tom ist im Chaos! Die nächste Übung, wir bergen einen Schwimmer mit dem Wurfsack. It depends on the situation, it's going to change. But what I generally like to do is do it when the swimmer is slightly upstream. Eine gute Wurftechnik, sicherer Stand, der Umgang mit dem Seil, richtiges Verhalten im Wasser. Viele Faktoren spielen bei einer erfolgreichen Bergung im Wildwasser eine Rolle. Da heißt es üben, üben, üben. Wie viel Zugkraft ein Schwimmer in voller Montur mit der Strömung im Rücken entwickelt, merkt man, wenn sich das Seil immer tiefer in deine eiskalten Hände schneidet. Aber loslassen gibt's nicht. Wir üben hier schließlich für den Ernstfall. Ja, mega! Einen Schwimmer aus dem Wasser zu ziehen, ist anstrengend. 2 hintereinander, am Anfang eine echte Herausforderung. Jetzt am besten keine Fehler machen, weil sich gleich 2 Kollegen im kalten Wasser auf dich verlassen. Für diese Challenge hatten wir gerade mal 45 Sekunden Zeit. Dachten wir zumindest.
fantastic. That was awesome. Really stoked to see you guys like perform under pressure. And I have something to admit. I didn't give you 45 seconds. I gave you 30. And you smashed it. Well done, everybody. Nice work. So, letzte Prüfung für heute, Tag 1 beim Rescue-Kurs. Wir schwimmen gemeinsam die Lammer da runter. Schauen wir mal, wie das so wird. Sweet. So I brought you guys up here just to have a look at what's going on, you know, on the river. It's a great example. Like, it's one thing looking at slides. It's another thing to have a look at the river and be like, oh yeah, I can see what's happening. So you can see here the stone right there. You can see these wave trains going through. They look really intimidating, but it's actually the deeper, faster flowing water. Where's the boil point on this wave? Yeah, where's the point where the water's going that way and the water's going this way? Where's that neutral point? 1.5 meter. Yeah, it's solid, eh? Yeah. Gemeinsam analysieren wir diese Stromschnelle und die Strömung und planen, wie wir sicher und kräfteschonend ans andere Ufer schwimmen. Wasser lesen und die richtige Schwimmtechnik sind entscheidend, um solche Flusspassagen auch im Notfall ohne Boot zu überqueren. Okay, die Wasserfarbe sieht nach dem ganzen Regen nicht wirklich einladend aus, aber egal. Hauptsache Wellen. Hast du gut gemacht? Oder? Super. So let's just think about that. Who, when they rocked up this morning or this afternoon to this river, looked at it and went, fuck. Yeah? Yeah. I saw the look on a few of your faces, like, you want us to swim in that? Wir haben es natürlich alle auf die andere Seite der Lammer geschafft, aber wir mussten auch wieder zum Ausgangspunkt zurückschwimmen und noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Ich durfte heute extrem viel lernen, auch dass meine Schwimmtechnik viel besser ist, als ich gedacht habe. Nach dieser letzten Einheit sind wirklich alle Kraftreserven aufgebraucht. Das ganze Team freut sich jetzt über festen Boden unter den Füßen. Turn to the person beside you and give them a high five. Freaking awesome. That's a great day. Well done, team. Nice job, eh? Hallo meine Freunde, heute ist Tag 2 vom Rescue-Kurs. Und wir üben heute, wie man starke Strömungen durchquert. Das schaut dann so aus. Ja, Wetter hat sich auch nicht so wirklich gebessert. Aber im Trockenanzug ist es ja mehr oder weniger wurscht. Aber ich bin gespannt, wie der heutige Tag so wird. Oh yeah. One reason. Now, you want to stand like this against the flow. Like this. Du bist da weg hier. Du gehst am See und genau bis zur Brust. Want to put not necessarily the tallest, but the person that's like really solid. The person that you would think like this is an immovable tree trunk. Yeah? But he doesn't have that. He's got a bit of not. All right.
Starke Strömungen sind auch in ziemlich flachem Wasser eine echte Wucht. Will man da zusammen durch, ist es von Vorteil, ein paar starke Packraft-Buddies im Team zu haben. Besonders, wenn man auch noch Verletzte durch den Fluss bringen muss. Teamwork und Kommunikation sind bei dieser Übung gefragt, die unsere Kursgruppe heute richtig zusammenspeist. Jetzt lernen wir, was wir alles mit einem Seil auf dem Fluss anstellen können. Denn unser Wurfseil können wir nicht nur direkt einem Schwimmer im Wasser zuwerfen, sondern damit zum Beispiel auch Rettungsszenarios absichern oder Seiltraversen zur Flussüberquerung bauen. Bei dieser Übung können wir auch einmal unter sicheren Bedingungen erfahren, wie es sich anfühlt, in einer Strömung festzuhängen. Zum Beispiel an Bäumen, Ästen oder anderen Gegenständen im Wasser. Jetzt spüren wir im eigenen Leib, wie wichtig es ist, solche Situationen auf dem Fluss unbedingt zu vermeiden. So, das war jetzt der zweite Tag, praktischer Teil. Laura, wie fandest du es heute? Gut. Wir wissen jetzt eine Menge Sachen, die man mit Seilen anstellen kann. Wow, also ein Rettungsseil ist ein sehr vielseitig einsetzbares Werkzeug und sollte jeder Packrafter dabei haben. Genau. Aber man muss auch wissen, was man mit machen muss. Deswegen, und das haben wir heute gelernt. Deswegen immer einen Rescue-Kurs machen. Hammer empfehlenswert. Und jetzt gibt es ein bisschen was zum Essen. Und dann gibt es noch einen zweiten Theorieteil. Gucken wir mal, wie das so wird. Oh yeah. Wurde nichts mit der Theorie. Wir sind jetzt ja gleich zum Packraften übergegangen. Weil so geiles Wetter ist. Genau. Weil so geiles Wetter ist, haben wir jetzt endlich mal schön viel Wasser im Fluss. Oh yeah, das wird geil. Los geht's. Pretty hard to swim with a paddle, but I'm going to show you guys the technique of swimming with a paddle. Now, there's a couple of ways we can do it. There's this one. Step 1. Step 2, onto your bum. Step 3, into the boat. Not be so elegant, but it look like one of those old school female horse riders with both legs on one side. Jetzt steht unter anderem das auf dem Kursprogramm, was wir sonst so gut es geht vermeiden wollen. Kentern. Da das aber einfach zum Packraften dazugehört, ist es super wichtig zu wissen, wohin mit Boot und Paddel beim Schwimmen und vor allem, wie ich schnellstmöglich und am besten gleich auf dem Wasser zurück ins Boot komme. Mit all den neuen Skills geht's jetzt endlich im Packraft auf den Fluss. Unserer Helmkamera konnte es anscheinend gar nicht schnell genug gehen, weshalb sie sich ab jetzt auf eigene Faust einfach mal in den Zeitraffer-Modus gestellt hat.
Deshalb gibt es für euch die nächsten Kurseinheiten im Schnelldurchlauf. Das war der zweite Tag. 10 mal so viel fahren. Leck, haben wir heute viel gelernt mit einem Seil, beim Schwimmen, wie man flache Flüsse quasi durchquert. Und jetzt freuen wir uns auf eine Dusche und auf was zum Essen. Und auf festen Untergrund. Und dann morgen nochmal Theorie und nochmal einen Tag auf dem Wasser. Alter Schwede. Aber hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin gespannt, was morgen alles so kommt. Du auch, Laura? Ich bin auch gespannt und hoffe, wir überleben auch noch den letzten Tag. Oh yeah. See you tomorrow. Guten Morgen, Freunde. Tag 3. Heute ist Tag 3 von unserem Rescue-Kurs. Und ja, es beginnt natürlich wieder sehr früh für uns. Aber nur weil wir schlafen müssen. 8:30. Der Körper merkt die Anforderungen der letzten 2 Tage. Und ja, heute Abschlusstag, Tag 3. Und es beginnt mit Theoriebüffeln. Oh, Aber nur das 2 wird- Stündchen und dann geht's auf den Fluss. genau. Dann Und ich glaube, es wird heute nur mal so krass, dass ich heute ja. Abend auch den Rest meines Körpers nicht mehr spüren werde. Wird spannend. Also bleibt's dran. Ciao. Just assessing all of the variables involved, you know, the people, whether the team, the resources, the weather, the whole situation. Looking at that, as we said. And the reality is, some days you're on and you're completely styling it. Other days, no matter what you do, you suck. Like, it's like, you know, you should have stayed in bed kind of thing. And generally this happens, you know, all the time. Like, people ask me with thigh straps in Packgrass, well, you know, you want to have a really tight, snug fit. It's like, well, how do I get out? I'm like, don't worry, when the time comes, you'll get out. Yeah. And that's what we want to be thinking. There was definitely a switch in my mind of, I can't stop this boat. Now it's up to saving me, you know. Nach der letzten Theorieeinheit geht's raus, aber wir bleiben erstmal noch an Land. Denn die Szenarien, die uns am 3. Kurstag auf dem Fluss erwarten, erfordern zuvor einige Trockenübungen. Wir lernen eine Menge Knoten, verschiedene Ankersysteme und was man in seiner Packrafting-Ausrüstung braucht, um einen Flaschenzug zu bauen. Then we take this guy back up the middle, like so. So we're going around once, twice, pretty much. Wir sind hier im Partybus nach der trockenen Theorie. Jetzt zum Aufwachen. Es geht zurück an die Lammer. Und wir müssen ein bisschen Wildwasser fahren heute. Oh yeah, die Abschlussprüfung kommt. They come around the corner, woo, this is great. And there's a line across the river. That's a serious hazard, yeah? So the belay team is another reason why we're doing body belays with clean line. It means we're able to release it if we need to, but better yet, Jetzt können wir in verschiedenen Szenarien testen und trainieren, was wir in den letzten Tagen gelernt haben. Wir bauen im Team verschiedene Seilsysteme, die im Ernstfall helfen können, selbst Verletzte und Bewusstlose sicher zu bergen oder auf die andere Seite des Flusses zu transportieren.
Oh, nicht runterziehen. Through the back of his PFD in my crutch. Like I want him here, like that, yeah? Not too bad, hey? Like, you can move around if you want. So not the most comfortable, she's got a carabiner in her ass. Yeah, you can move around. Ja. Die Seile und Wurfsäcke werden erstmal eingepackt und wir machen einen Location-Wechsel. Natürlich nicht ohne ein paar Zwischenfälle, bei denen wir die Rettung von Schwimmern, Booten und Paddeln immer wieder üben können. Die folgende Übung hat es auf jeden Fall in sich. Situationen mit Gegenständen im Wasser sollte man immer ausweichen, aber wir trainieren den Notfall. Wenn dir nichts anderes übrig bleibt, als um dein Leben zu schwimmen und trotz Strömung am besten über dieses Hindernis zu kommen. Swim! Like your life depends on it, because it does! Come on, you gotta go, go, go! Get over it! There we go! Come on! Come on! Yeah! Es geht sofort weiter zur nächsten Kurseinheit. Auf dieser Passage der Lammer trainieren wir die Schwimmrettung und Sprungsicherung. Das heißt Rettungsszenarien, bei denen wir jemand aus dem Wasser bergen müssen, der nicht mehr selbst an seiner Rettung mitarbeiten kann. Zum Beispiel, weil er bewusstlos ist. So there used to be, you see, job hits as the belayer person here managing this rope. I need to make sure that he has enough rope to get out there and do what he needs to do. You're the swimmer going for the victim. When do you go? You go too early, you'll get washed downstream and you won't be able to go back upstream. Und zum Schluss die große Abschlussprüfung. Was kommt auf uns zu? Werden wir zusammen die Herausforderungen meistern?
Jetzt ist absolute Teamarbeit gefragt und alle Skills, die wir in den letzten Tagen gelernt haben. Oh shit! Yeah, but like okay. We have 3 Wechsel. Oh shit! Yeah. What hurts? What's bad? Your leg. Your eyes in first. Put your eyes in. Okay. Don't worry, you get it. Now you want to think, when you get in this, which part of the river do you want? Yeah, es ist geschafft. Alle haben den letzten Test bestanden und natürlich sind alle Teammitglieder wohlauf. Wow, jetzt sind wir aber durch. Das war jetzt der 3. Tag vom Rescue-Kurs. Und ich glaube, Rescue 3 certified. oh ja, und es war hammer, mega lehrreich. So viel gelernt, also wirklich jeder Tag neue Herausforderungen ohne Ende. Und da sieht man mal wieder, dass einem selbst die Basic-Sachen irgendwie nicht ganz klar sind. Und ich bin so froh, dass ich da mitgemacht habe. Und jetzt haben wir uns was zum Essen verdient. Und eine Dusche. Jo, war mega geil. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein paar Kommentare unten da. Abonniert meinen Kanal und see you on the river. Euer Tom von Parkraft Explorers. Juhu.